Deutsch lernen durch Hören. Thomas als Feuerwehrmann. Thomas hat heute Nachtdienst. Zu Hause hat er sich ausreichend ausgeruht. Doch auch auf der Feuerwache gibt es einen Ruheraum. Dort kocht und isst Thomas gemeinsam mit seinen Kollegen, wenn gerade nichts los ist. Zwischendurch muss die Ausrüstung überprüft und das Einsatzfahrzeug gewartet werden. Er schläft gerade, als plötzlich der Alarm losgeht. In der Küche eines Hauses hat ein Feuer angefangen. Sie müssen schnell sein und ihre komplette Ausrüstung anziehen. Dann steigen sie in die Einsatzfahrzeuge ein und fahren mit Blaulicht und Sirene zum Einsatzort. Einige Personen schaffen es nicht mehr nach draußen, weil sie vom Feuer eingeschlossen wurden. Sie müssen gerettet werden. Thomas und seine Kollegen holen den Schlauch aus dem Feuerwehrwagen und löschen das Feuer. Eine Frau steht am Balkon und ruft nach Hilfe. Ein Feuerwehrmann klettert nach oben und rettet die Frau. Sie rutschen gemeinsam und vorsichtig am Seil zu Boden. Zwei weitere gehen in ihrer Schutzkleidung in das Haus und retten einen älteren Mann, ein Kind und eine Katze ziemlich unverletzt aus dem Feuer. Der Rettungsdienst ist ebenfalls vor Ort und bringt alle Personen zur Untersuchung ins Krankenhaus. Eventuell haben sie eine Rauchvergiftung. Das Feuer konnte vollständig gelöscht und alle Personen aus dem Haus gerettet werden. Der Schaden im Haus sieht auf den ersten Blick schlimmer aus, als er tatsächlich ist. In derselben Nacht gibt es einen heftigen Sturm. Einige Keller müssen vom Regenwasser ausgepumpt werden. Auch einige umgefallene Bäume müssen aus dem Weg geräumt werden. Thomas ist froh, dass er mit seinem Job Menschen helfen und Leben retten kann. Vanessa als Flugbegleiterin. Diese Woche ist Vanessa auf einem Kurzflug von München nach Rom, einem Flug nach London und einem Langstreckenflug nach New York und wieder zurück. Aufgrund ihres Jobs hat sie die Möglichkeit, viel von der Welt zu sehen. Auch wenn sie manchmal nicht länger als 1 bis 2 Tage in dieser Stadt verbringt. Nach diesen 4 Arbeitstagen hat sie 3 Tage frei, um sich vom Jetlag und der Anstrengung ausruhen zu können. Zu Hause schminkt sie sich, kämmt ihre Haare zu einem strengen Dutt und zieht sich ihre Uniform an. Sie braucht nur 15 Minuten von ihrer Wohnung zum Flughafen. Dort angekommen macht sie sich auf den Weg zum Flugzeug. Sie und ihr Team sind für den Tag schon lange vor den Passagieren an Bord. Vanessa muss überprüfen, ob es genug zu essen und trinken für alle Passagiere und Kollegen an Bord ist. Dann muss nochmal die Sauberkeit überprüft werden. Des Weiteren stellt sie sicher, dass die Innenausstattung funktioniert. Sie begrüßt die Passagiere und hilft ihnen, ihren Sitzplatz zu finden. Vor dem Abflug überprüft sie, ob das Handgepäck gut verstaut ist. Dann werden die Sicherheitsmaßnahmen erklärt, wie Rettungsweste, Notausgänge und Atemmasken. Während des Fluges geht Vanessa mehrmals sicher, dass die Vorschriften eingehalten werden. Alle Leute müssen auf ihren Plätzen und angeschnallt sein, wenn das Licht leuchtet. Sonst kann es bei Turbulenzen zu Unfällen und Verletzungen kommen. Dann ist es schon Zeit, das Essen und die Getränke zu servieren. Sie fragt die Passagiere, was sie wollen. Auf Langstreckenflügen gibt's meistens eine Vorspeise, einen Snack und ein Dessert.
Auf Kurzstreckenflügen werden kalte und heiße Getränke mit kleinen Keksen serviert. Nach Ankunft verabschiedet sie die Passagiere und passt auf, dass niemand etwas vergisst. Devin als Pizzabote. Devin arbeitet nebenbei als Lieferant für eine Pizzeria. Er bringt die Lieferungen mit dem Auto, da das Gebiet ziemlich groß ist. Devin beginnt jeden Tag um 11 Uhr mit der Arbeit. Um diese Zeit kommen die ersten Bestellungen. Wenn sie fertig sind, packt Devin sie sicher ein und legt die Thermotasche auf dem Beifahrersitz. Anfangs hat er sich oft verfahren oder die Adresse nicht gefunden. Meistens hat er dann die Kunden angerufen und sie haben ihm geholfen, den Weg zu finden. Manchmal geben die Kunden eine falsche Adresse an oder vertippen sich. Das kann leicht passieren. Auch einen Parkplatz zu finden, ist nicht immer einfach. Trotzdem versucht Devin, die Lieferung so schnell wie möglich zu den Kunden zu bringen, damit die Pizzen noch warm sind. Mit diesem Job kann er viel Trinkgeld verdienen. Was Devin heute erlebt hat: Er nimmt die Pizza aus dem Auto und eilt zur Tür des Wohnblocks. Er klingelt und wartet ein paar Sekunden. Dann öffnet sich die Tür. Er geht die Treppe hinauf in den 2. Stock und schon steht eine Frau in der offenen Tür. Devin grüßt sie freundlich, holt die Pizzen aus der Tasche und gibt ihr die Rechnung. Da merkt er, dass er die Getränke vergessen hat. Er entschuldigt sich und bietet an, sie zu holen oder den Preis zu reduzieren. Zum Glück sind die meisten Kunden verständnisvoll, aber es gibt auch solche, die unhöflich werden. Er ist auch nur ein Mensch und macht Fehler. Wenn er abends nach Hause kommt, geht er zuerst unter die Dusche, weil er nach Pizza riecht. Dann geht er müde ins Bett. Es ist ziemlich anstrengend, den ganzen Tag Treppen zu steigen. Lars als Straßenmusiker. »Ich hasse Obdachlose«, sagt ein Mann zu Lars. Das verwirrt ihn. »Ich bin nicht obdachlos«, sagt er, aber der Mann hört nicht zu. Er geht weiter. Lars ignoriert die arrogante Aussage des Mannes. Er sitzt vor dem Museum mitten in der Fußgängerzone. Auf einem kleinen Hocker in der Hand eine Gitarre. Das Leben als Straßenmusiker ist manchmal hart. Viele denken, Lars ist obdachlos. Aber das stimmt nicht. Er lebt in einer kleinen WG mit 2 anderen Menschen. Er träumt davon, ein Superstar zu werden. Seine Auftritte auf der Straße nimmt er mit der Videokamera auf und stellt sie ins Internet. Leider bekommt er online nicht genug Aufmerksamkeit. Deshalb steht er auf der Straße und spielt stundenlang Gitarre. Meistens singt er auch. Er liebt es, die Reaktionen der Leute zu sehen. Oft stehen sie im Kreis um ihn herum und singen mit. An manchen Tagen tanzen sie sogar zu Lars Musik. Das macht ihn sehr glücklich. Vor ihm steht auch ein kleiner Eimer. Wenn den Leuten die Musik gefällt, spenden sie einen kleinen Betrag. Lars freut sich über jeden Cent. Mit dem Geld, das er verdient, bezahlt er die Miete für sein Zimmer. Manchmal ist Lars insgeheim froh, dass er kein Superstar ist. Hier auf der Straße ist der Druck nicht so groß. Den Leuten ist es egal, wenn er einen Ton nicht trifft. Es ist auch egal, wie er aussieht. Meistens führt er interessante Gespräche mit Leuten, die an ihm vorbeigehen. Er ist jeden Tag an der frischen Luft und kann spielen, was er will. Lars liebt die Freiheit und kann sich kein anderes Leben vorstellen.
Martin als Clown. Martin hat ein besonderes Talent. Er kann andere Menschen sehr leicht zum Lachen bringen. Schon als Kind hat er immer gerne Witze erzählt. Martin wollte seine Fähigkeiten nutzen. Deswegen hat er sich einen Job gesucht, der perfekt zu ihm passt. Er arbeitet jetzt als Clown. So kann er sein Hobby und seinen Beruf verbinden. Seine Arbeit ist sehr abwechslungsreich, manchmal tritt er als Clown bei Geburtstagsfeiern auf. Die Kinder lachen jedes Mal und sind begeistert. Manchmal arbeitet er auch bei einem großen Zirkus. Dann reist er mit den anderen Künstlern durch ganz Deutschland und arbeitet in verschiedenen Städten. Doch der Job als Clown ist nicht so einfach. Vor einem Auftritt muss sich Martin sorgfältig vorbereiten. Er wählt seine Kostüme aus, probt seine Witze und sammelt kleine Geschenke für das Publikum. Dann muss er sich noch schminken. Er malt sein Gesicht bunt an und setzt seine rote Nase auf. Martin trägt immer einen gelben Hut und viel zu große Schuhe. Nach einer Show ist er meistens sehr erschöpft, aber auch glücklich und zufrieden. Er weiß, dass er mit seinem Job anderen Leuten eine Freude macht. Oft kommt jemand nach der Show zu ihm und bedankt sich für den lustigen Abend. In seiner Freizeit denkt sich Martin neue Witze aus. Er arbeitet ständig daran, dass seine Vorstellungen noch besser und lustiger werden. Aber es gibt auch Tage, an denen er keine Lust auf seinen Job hat. Manchmal ist Martin schlecht gelaunt. Dann fällt es ihm schwer, auf der Bühne Witze zu machen. David als Pfarrer. Davids Familie ist sehr religiös. Als Kind sagte David immer: Wenn ich groß bin, dann werde ich Pfarrer. Pfarrer Michael war sein größtes Vorbild. Er hat sich jeden Sonntag auf den Besuch in der Kirche gefreut. Sein Traum wurde wahr. Zuerst musste er studieren. Im Studium hat er Latein, Griechisch und Hebräisch gelernt. Er hat das Neue und das Alte Testament studiert. Das sind die Inhalte der Bibel. Er hat mehr über die Geschichte der Religion und auch ein bisschen Pädagogik gelernt. Das Pfarramt ist ein vielseitiger Job. Als Pfarrer hat man viele Aufgaben. David ist immer für andere Menschen da. Er kümmert sich um seine Gemeinschaft. Das gefällt ihm am besten. Er weiß, dass die Menschen ihm vertrauen. Als Pfarrer braucht man viel Empathie, Geduld und Verantwortungsbewusstsein. Es ist nicht immer leicht, aber ich liebe es. Ich zeige meinen Mitmenschen den Glauben Gottes, sagt David. Als Pfarrer schreibt er die Predigten selbst und macht die Gottesdienste. Auf der einen Seite kümmert er sich um die Kirchenbücher, organisiert die Gemeinschaft, kümmert sich um die Mitarbeiter und unterstützt Menschen, wenn sie Probleme haben. Er ist dann Seelsorger. Auf der anderen Seite macht er auch Taufen, Kommunion, Hochzeiten und Beerdigungen. Er begleitet die Menschen im Leben. Darauf ist er sehr stolz. Manchmal macht er auch Seminare und gibt Unterricht für Kinder. Es gibt auch Aktivitäten innerhalb der Gemeinde, die er organisiert. An den kirchlichen Feiertagen sind seine Aufgaben auch anders. Zu Weihnachten oder zu Ostern macht er eine spezielle Gottesmesse. Interessant ist auch, dass sein Lohn vom Staat bezahlt wird. Geld ist David aber egal. Er macht seine Arbeit, weil sein Herz dabei warm wird.
Dennis als Fußballspieler. Dennis' Tag beginnt früh am Morgen. Heute wird draußen am Fußballplatz trainiert. Er und seine Teamkameraden wärmen sich zuerst auf. Das ist sehr wichtig, da es sonst viel schneller zu Verletzungen kommen kann. Das musste Dennis schon mal am eigenen Körper erfahren. Vor einigen Jahren hat er sich während eines Trainings ein Band gerissen. Er hat einen falschen Schritt gemacht und schon ist es geschehen. Die Heilung hat etwa 6 Wochen gedauert. Zum Glück musste er nicht operiert werden, aber er musste eine mehrmonatige Therapie machen. Es war schmerzhaft und anstrengend. Doch das Fußballspielen hat er so vermisst, dass er so schnell wie möglich wieder gesund werden wollte. Es hat eine Weile gedauert, bis er wieder auf dem gleichen Level wie vor der Verletzung war. Daher dehnen sich die Spieler immer vor dem Spielen und laufen ein paar Runden um den Fußballplatz. Auch in seiner Freizeit spielt Dennis gerne Fußball und joggt regelmäßig. Fußball ist ein anstrengender Sport und Dennis muss immer körperlich fit sein. Nach dem Aufwärmen folgt eine Besprechung der Vorgehensweise. Der Trainer achtet auf die Spielweise und entscheidet, wer in welcher Position spielt, wie zum Beispiel Torwart, Stürmer oder Verteidiger. Vor einem Match trainieren sie besonders viel und intensiv. Das Team will immerhin gewinnen. Manchmal gelingt es ihnen auch, manchmal nicht. Einen Gewinn feiern sie immer in der Umkleide. Da sie so viel Zeit zusammen verbringen, sind alle Teammitglieder nach einiger Zeit Freunde geworden. Es ist wichtig, ein gutes Team zu haben, das sich versteht. Denn nur so haben sie eine Chance, das Spiel zu gewinnen. Dirk als Metzger. Dirk ist Lehrling bei einem Metzger. Die erste Aufgabe des Tages ist das Putzen. Bevor er mit der Arbeit beginnt, reinigt er die Werkzeuge und die Oberflächen. Sie arbeiten mit Lebensmitteln und wollen keine Bakterien oder Viren auf den Arbeitsflächen haben. In dieser Zeit geht sein Chef in den Hof. Ein Tiertransporter ist angekommen. Der kleine LKW mit den Fenstern ist voll mit Schweinen. Sie werden heute geschlachtet. Zuerst bringen die Arbeiter ein Tier in das Schlachthaus. Es wird mit Strom oder CO2 betäubt. Sie hängen es an den Füßen auf. Dann schneidet Dirk mit einem Messer ein Loch in den Hals des Schweines. Das Blut läuft aus dem toten Körper in eine Schale unter dem Tier. Das machen sie mit allen Tieren, bis alle geschlachtet sind. Dirk muss wieder putzen, weil das Blut leider manchmal auch auf den Boden und die Wände spritzt. Das gefällt ihm nicht so sehr an seiner Arbeit. Aber dann wird das Schwein zerlegt. Dazu legen sie es auf einen Metalltisch, den Dirk vorher gereinigt hat, und nehmen ein großes, scharfes Messer. Sie schneiden den Schweinekörper in kleine Stücke. Einige Stücke legen sie direkt in eine Plastikschüssel und wickeln sie in Plastikfolie ein. Diese Fleischstücke werden in der Metzgerei verkauft. Die Kunden verwenden sie gerne zum Grillen. Die anderen Stücke kommen in den Fleischwolf. Daraus machen sie Hackfleisch oder Wurst. Das macht Dirk besonders viel Spaß. Früher wurde für die Wurst der leere Darm des Tieres verwendet. Heute werden oft pflanzliche Alternativen verwendet. Mit einer Maschine füllt Dirk die Därme. Eine Wurst legt er für seine Familie beiseite. Abends genießt Dirk die frische Wurst mit seiner Familie. Deshalb hat er sich für den Beruf des Metzgers entschieden. Jeden Tag kreiert er etwas Leckeres.
Nele als Model. Nele hat einen sehr spannenden Beruf. Sie arbeitet als Model. Der Beruf ist sehr aufregend, denn jeder Tag ist anders. Manchmal weiß sie erst am Morgen, was sie heute erwartet. Der Tag beginnt schon früh am Morgen mit einem Fotoshooting und einem Casting für eine Werbung. Nele muss um 4:30 Uhr aufstehen, um pünktlich da zu sein. Am Set unterhält sie sich mit den anderen Models und dem Fotografen. Jetzt muss sie sich auf das Fotoshooting vorbereiten. Nele wird geschminkt und zieht ein tolles Kleid an. Dann beginnt das Fotoshooting. Der Fotograf sagt Nele, was sie machen soll. Nach 2 Stunden hat sie es endlich geschafft. Doch Nele kann sich nicht ausruhen. Sie muss gleich zum Flughafen. Ihr nächster Job ist in Berlin. Sie nimmt dort an einer Fashion Show teil. Erst um 11 Uhr abends kommt sie zurück ins Hotel. Nele geht sofort erschöpft ins Bett. Morgen muss sie wieder fit sein, denn dann trifft sie sich mit einem neuen Kunden. Der Beruf macht Nele viel Spaß, allerdings ist er auch sehr anstrengend. Jeden Tag ist sie von morgens bis abends unterwegs. Nele muss außerdem immer freundlich und professionell sein, um einen guten Eindruck bei potenziellen Kunden zu hinterlassen. Da sie oft unterwegs ist, kann sie ihre Freunde und ihre Familie nur selten besuchen. Eigentlich wohnt sie immer in verschiedenen Hotels. Aber das ist für Nele kein Problem. Es war schon immer ihr Traum, als Model zu arbeiten. Wenn ihr der Job irgendwann keinen Spaß mehr macht, dann wird sie sich einen anderen Beruf aussuchen. Nadine als Wahrsagerin. Nadine hat eine sehr starke Intuition. Manchmal ahnt sie, was im nächsten Moment passieren wird. Erst gestern stand sie im Supermarkt an der Kasse. Ihr Bauchgefühl hat ihr gesagt, dass die Frau vor ihr umfallen wird. Plötzlich wurde die Frau tatsächlich schwach. Ihr war schwindlig und sie ist fast auf den Boden gefallen. Nadine konnte die Frau rechtzeitig festhalten. Lange hat Nadine diese Gabe ignoriert. Ihre Eltern haben immer gesagt, dass sie verrückt ist. Das hat Nadine auch immer geglaubt. Eines Tages hat sie Menschen kennengelernt, die genauso sind wie sie. Sie hatten auch Vorahnungen und konnten die Zukunft vorherbestimmen. Heute ist Nadine Wahrsagerin. Die Menschen kommen mit unterschiedlichen Anliegen zu ihr. Ein Mann im mittleren Alter kommt zu Nadine. Er möchte wissen, ob er in seinem Leben eine Frau finden wird. Er wünscht sich eine Familie und Kinder. Normalerweise glaubt er nicht an Spiritualität, aber er möchte es ausprobieren. Nadine und er atmen tief ein. Sie schließt die Augen und spricht mit ihren Schutzengeln und der geistigen Welt. Sie hat auch Tarotkarten. Sie findet die Antwort in den Karten. Sie sagt zu dem Mann: Nächste Woche wirst du eine Entscheidung treffen. Du überlegst, ob du ein Bier in der Kneipe trinken oder im Park spazieren gehen sollst. Mach den Spaziergang. Dort wartet deine Traumfrau auf dich. Sei mutig und sprich sie an. Der Mann bekommt Gänsehaut. Er nimmt den Rat an. Ein Jahr später bekommt Nadine einen Brief. Der Mann schreibt, dass er die Frau angesprochen hat. Sie ist schwanger und die beiden wollen heiraten. Nadine ist glücklich. Sie weiß, dass sie jeden Tag Menschen hilft. Sie hat eine Gabe, die nicht jeder hat.
Martina als Künstlerin. Martina arbeitet selbstständig. Sie hat einen Online-Shop und nimmt Aufträge von Kunden an. Sie hat eine eigene Website, auf der sie ihr Portfolio präsentiert. Für ihren Online-Shop braucht sie immer wieder neue Ideen. Am liebsten erstellt sie Illustrationen, die Landschaften, Pflanzen, Blumen oder Tiere beinhalten. Sie lässt sich oft bei Spaziergängen oder von Dokumentationen für neue Designs inspirieren. Sie hat immer ihr Skizzenbuch dabei, damit sie ihre Ideen sofort festhalten kann. Leider hat Martina auch Phasen, in denen sie keine Ahnung hat, was sie zeichnen soll. Online verkauft sie Poster, aber auch T-Shirts, Anhänger und Tragetaschen, auf denen ihre Motive sind. Des Weiteren bietet sie Blöcke und Kalender an, die sie selbst gestaltet. Außerdem nimmt Martina Aufträge für personalisierte Kunstwerke an, wie zum Beispiel ein Gemälde eines Pärchens für einen Geburtstag oder Landschaftsgemälde als Dekoration für Wohnzimmer. Obwohl sie größtenteils digitale Illustrationen in Procreate auf ihrem iPad erstellt, malt sie auch gerne noch auf Papier. Martina hat schon alles ausprobiert. Digitales Zeichnen auf dem iPad, auf Papier oder einer Leinwand mit Bleistift, Buntstiften, Acrylfarben, Wasserfarben und vieles mehr. Es hat einige Zeit gedauert, bis sie ihren eigenen Stil gefunden hat. Martina durfte sogar schon ein paar Mal ihre Kunstwerke auf verschiedenen Ausstellungen zeigen. Das macht sie sehr stolz. Sie hat hart gearbeitet, um als Künstlerin arbeiten zu dürfen. Es ist schwer, genug Geld mit Kunst zu verdienen. Und leider hat auch ihre Familie zuerst nicht an sie geglaubt und ihr geraten, einen anderen Job zu machen. Doch sie hat sich nicht täuschen lassen und macht nun, was sie liebt. Mike als Chauffeur. Mike arbeitet als Chauffeur für ein Unternehmen. In seinem Beruf trägt er fast immer einen Anzug oder zumindest ein Hemd, denn er muss professionell aussehen. Seine Kunden zahlen für einen privaten Chauffeur mehr als für ein normales Taxi und erwarten daher auch einen bestimmten Service. Mike fährt oft teure Autos und manchmal sogar Limousinen. Sein Arbeitgeber verlangt von ihm, dass er regelmäßig Fahrprüfungen und Fahrsicherheitstrainings absolviert. Seine Fahrgäste sind oft mit ihrem Handy oder Laptop beschäftigt und reden deshalb nicht viel mit ihm. Manche unterhalten sich aber gerne. Manchmal informiert er sie auch über Sehenswürdigkeiten wie Gebäude, Berge oder Seen, an denen sie vorbeifahren. Dafür muss er sich oft selbst vorbereiten, wenn er die Strecke noch nie gefahren ist. Mike hat schon viel von seinem Land aus dem Auto gesehen. Er fährt zum Beispiel Geschäftsleute und Geschäftsführer direkt zu Konferenzen, Besprechungen, zu Hotels oder zum Flughafen und ist dabei stundenlang unterwegs. Er muss sicher und vorsichtig fahren. Deshalb muss er darauf achten, immer pünktlich zu sein, um keinen Stress zu bekommen. Wenn er seine Gäste abholt, nimmt er ihnen das Gepäck ab und verstaut es im Kofferraum. Vorher hält er ihnen noch die Tür auf, damit sie bequem einsteigen können. Im Auto befinden sich verschiedene Getränke, kleine Snacks und auch Dinge wie Taschentücher oder Kaugummis. Am Ziel öffnet Mike dem Gast wieder die Tür und holt das Gepäck aus dem Kofferraum. Dann kann es sein, dass er sich verabschiedet oder 1 bis 2 Stunden im Auto warten muss, um die gleiche Person wieder zurückzubringen.
Schreibtisch, dein Foto steht vor mir. Ich denk an all die Jahre, die ich so glücklich war mit dir. Unser Leben läuft noch einmal an mir vorbei. So als wär es gestern, als wärst du noch bei mir. Ich liebte an dir jede Falte, jede Furche im Gesicht. Du warst so voller Liebe, voller Zärtlichkeit und Licht. Du warst stets an meiner Seite, hast mich immer aufgefangen. Du warst der Anker meines Lebens und bist viel zu früh gegangen. Ich vermisse dich so sehr, ich vermisse auch dein Lachen. Auch wenn du mit mir geschimpft hast und so vieles mehr. Mein Leben ist nicht mehr dasselbe, wie es einmal war. Doch ich danke dir für jede Stunde, in der ich glücklich mit dir war. Ich liebte an dir jede Falte, jede Furche im Gesicht. Du warst so voller Liebe, voller Zärtlichkeit und Licht. Du warst stets an meiner Seite, hast mich immer aufgefangen. Du warst der Anker meines Lebens und bist viel zu früh gegangen. Und bevor ich schlafen gehe, steh ich am Fenster und schau nach oben. Sag dir liebevoll Gut Nacht, dann hör ich dein Lachen und deine Worte. Du, gib bitte auf dich Acht, unsere Liebe, sie wird immer sein. Übersteht Raum und Zeit, denn sie ist unendlich bis in die Ewigkeit. Ich liebte an dir jede Falte, jede Furche im Gesicht. Du warst so voller Liebe, voller Zärtlichkeit und Licht. Du warst stets an meiner Seite, hast mich immer aufgefangen. Du warst der Anker meines Lebens und bist viel zu früh gegangen. Pascal als Dirigent. Pascal liebt Musik. Er war schon immer von Opern, Musicals und anderen Aufführungen fasziniert. Schon als Kind war er Mitglied im Musikverein. Dort hat er die Trompete gespielt. Er war ein wichtiger Teil des Vereins. Als der Obmann in Rente gegangen ist, hat Pascal seine Position übernommen. Er ist nun Obmann des Musikvereins und organisiert die Treffen. Er hat schnell gemerkt, dass jedes gute Orchester einen Dirigenten braucht. Als Obmann des Vereins hat er diese Aufgabe gerne übernommen. Dirigent zu sein ist etwas anderes als Trompete zu spielen. Man muss alle Spieler im Auge behalten und genau auf die Melodie hören. Der Dirigent leitet das gesamte Orchester. Er steht vorne und hat einen kurzen Stock oder Stift in der Hand. Mit seinen Bewegungen zeigt er den Musikern, welchen Rhythmus das Lied hat. Alle schauen auf ihn und folgen seiner Führung. Die Instrumente harmonieren miteinander. In solchen Momenten schließt Pascal die Augen. Er hört aufmerksam zu und genießt jede Sekunde seiner Arbeit. Heute spielt der Musikverein bei einem kleinen Fest im Nachbarort. Aufgeregt steht das ganze Orchester auf der Bühne und wartet auf Pascals Zeichen. Er gibt das Startsignal und konzentriert sich auf die Musik. Sie spielen das Lied perfekt. Das Publikum applaudiert. In der ersten Reihe sitzt ein Mann im Anzug. Er sucht ein Orchester für sein neues Musical.
Pascal ist begeistert. Er sagt sofort zu. Hier beginnt seine Karriere als Dirigent. Sein Name wird bald überall bekannt sein. Aber das ist Pascal egal. Er liebt die Musik und ist glücklich, einen so tollen Job zu haben. Antje als Croupier. Antje liebt die Atmosphäre im Spielcasino. Die Lichter sind immer gedimmt. Die Leute tragen immer schöne Kleider und Anzüge. Sie selbst trägt eine elegante Uniform. Als Croupier muss man immer professionell aussehen. Nicht nur das Aussehen, sondern auch das Verhalten muss ruhig und elegant sein. Ihr Arbeitstag beginnt immer am Abend. Sie liebt die Abenddienste, weil die Leute meistens Cocktails trinken und risikobereiter sind als am Nachmittag. Sie geht zu ihrem Tisch. Heute leitet sie das Pokerspiel. Ein älteres Ehepaar setzt sich an den Tisch. Beide sind elegant gekleidet und trinken einen Margarita in einem edlen Glas. Neben ihnen sitzt ein junger Mann im Anzug. Seine Krawatte sitzt locker im Nacken und er trinkt ein Glas Whisky. Schließlich nehmen zwei Freundinnen neben ihm Platz. Eine von ihnen hat Geburtstag und sie sind schon etwas betrunken. Der junge Mann setzt seine Sonnenbrille auf. Das Spiel beginnt. Als Croupier fragt Antje nach den Einsätzen der Spieler. Dann teilt sie die Karten aus. Die Freundinnen kichern. Der junge Mann sitzt wie ein Stein auf seinem Stuhl und bewegt sich nicht. Das Pärchen flüstert sich ins Ohr. Die Chips liegen wie kleine Türme vor ihnen. Der junge Mann erhöht seinen Einsatz. Die anderen machen mit. Sie erhöhen ebenfalls ihre Einsätze. Schon sind über 300 € im Pott. Antje deckt weitere Karten auf. Das Paar steigt aus. Das Risiko ist ihnen zu hoch. Antje deckt auch die letzten Karten auf, die Freundinnen erhöhen und lachen. Der junge Mann nimmt seine Sonnenbrille ab und schaut die beiden Frauen an. »Alles Gute zum Geburtstag«, sagt er kühl und steht auf. Die Frauen jubeln. Sie bekommen den ganzen Einsatz. Antje lächelt. Sie moderiert das Spiel, hält sich aber immer im Hintergrund. Gisela als Psychiaterin. Gisela ist Psychiaterin in einem Krankenhaus. Sie wird oft mit Psychologen verwechselt. Das sind aber zwei verschiedene Berufe. Gisela hat Medizin studiert. Psychologen müssen nur Psychologie studieren. Sie diagnostiziert und behandelt Krankheiten wie Depressionen, Angststörungen, Zwangsstörungen, Schizophrenie, Suchterkrankungen oder Essstörungen. Im Erstgespräch mit ihren Patienten erfährt Gisela, in welcher Situation sich die Patienten befinden. Gisela fragt, wie sie sich fühlen, wie sie schlafen, essen und andere Dinge. Sie führt einige Tests durch, die unter anderem die Konzentration und das Gedächtnis der Patienten testen. Neben den psychologischen Tests ist aber auch die körperliche Untersuchung sehr wichtig. Es muss sichergestellt sein, dass die Patienten keine körperlichen Krankheiten haben, die die Symptome verursachen. Manchmal nimmt Gisela auch Blut ab, das untersucht wird. Wenn alle Untersuchungen abgeschlossen sind, stellt Gisela ihre Diagnose. Danach erstellt sie einen Behandlungsplan und gibt Empfehlungen. Sie darf Medikamente verschreiben. Diese Medikamente können einen großen Unterschied machen und sehr gut helfen. Manchmal empfiehlt sie auch eine Psychotherapie oder eine stationäre Behandlung in einer Rehabilitationsklinik.
Obwohl Beratungsgespräche in der Regel zur Arbeit vom Psychologen gehören, fühlt sich Gisela verpflichtet, auch emotional für ihre Patienten da zu sein. Die Gesundheit ihrer Patienten ist sehr wichtig. Sie will Menschen helfen. Als Psychiater muss man belastbar sein. Man wird jeden Tag mit traurigen Schicksalen konfrontiert. Gisela hat schon vieles gesehen. Manchmal denkt sie auch in ihrer Freizeit lange darüber nach, aber um ihren Job gut zu machen, braucht sie einen gewissen Abstand. Sonst würde der Beruf sie kaputt machen. Kevin als Kosmonaut. Der Beruf eines Kosmonauten ist nicht einfach. Man darf keine Vorstrafen oder Krankheiten haben. Man muss körperlich und geistig fit sein. Außerdem braucht man ein breites Wissen. Man muss sich in Mathematik, Physik und Astronomie auskennen. Kevin hat den Weltraum schon immer geliebt. Als Kind hat er sich zu Weihnachten ein Teleskop gewünscht, um die Sterne beobachten zu können. Eines Tages hat seine Lehrerin gefragt, wer kennt die Planeten in unserem Sonnensystem? Kevin hat sich nicht gemeldet, sondern hat sofort gerufen, ich! Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun und Pluto. Die Lehrerin war sehr erstaunt. Er wollte an seinem Geburtstag nicht in den Vergnügungspark gehen. Er wollte zum Observatorium und ins Museum für Raumfahrt. Nach der Schule hat er sich bei der NASA beworben, um Astronaut zu werden. Als er die Zusage bekommen hat, konnte er es kaum glauben. Seit Jahren trainiert er nun für den Flug ins Weltall. Sein Körper muss den hohen Druck aushalten, den er in der Rakete spürt. Er muss mit seinem Weltraumanzug zurechtkommen, der nur für ihn angefertigt wurde. Und er muss das Raumschiff genau kennen. In 2 Monaten fliegt er zur ISS, der Internationalen Weltraumstation. Darauf freut er sich sehr. Schon lange bereitet er sich darauf vor. Er studiert alle Daten, die er findet, und spricht mit den Kosmonauten, die schon im dunklen Weltraum waren. Wichtig ist, dass er ruhig bleibt, wenn es Probleme gibt. Wenn der Sauerstoff ausfällt, darf er keine Panik haben. Er muss eine logische Lösung finden. Seine Neugier und sein Forscherdrang machen Kevin zu einem perfekten Astronauten. Er kann es kaum erwarten, in der Schwerelosigkeit zu sein und die Erde von oben zu sehen. Manuela als Barista. Manuela arbeitet in einem Café. Schon bevor es öffnet, fängt sie für die Arbeit an. Sie macht die Maschinen sauber und schaltet sie ein. Dann müssen die Kaffeetassen und Gläser aus dem Geschirrspüler geholt, abgetrocknet und eingeräumt werden. Bevor sie die Türen öffnet, organisiert Manuela alles, was sie braucht, und bereitet sich auf den Ansturm am Morgen vor. Die meisten Leute holen sich zu dieser Zeit nur einen Coffee to go am Weg zur Arbeit. Sie nimmt die ersten Bestellungen auf und bereitet sie zu. Von Cappuccino über Espresso bis zum Latte Macchiato wird alles bestellt. Ab und zu kann nur Wasser oder Orangensaft bestellt werden. Sie kann die unterschiedlichen Maschinen mittlerweile im Schlaf bedienen. Der erste Kaffee tropft in den To-Go-Becher, während Manuela die Milch schäumt. Dann nimmt sie das Geld des Kunden und bedankt sich für das Trinkgeld. Sie gießt den Milchschaum in den Becher, gibt den Deckel darauf und reicht es dem Kunden mit einem Lächeln. Nach dem ersten großen Ansturm sitzen einige Kunden im Café, um zu arbeiten oder zu frühstücken.
Manuela nimmt ihre Bestellungen auf und bereitet die Getränke zu. Einen Eiskaffee und einen Cappuccino. In den Eiskaffee gibt sie 2 Kugeln Vanilleeis. Für den Cappuccino verwendet sie diesmal Sojamilch und macht damit ein Herz auf den Kaffee. Das hat sie sich selbst beigebracht. Ein paar einfache Motive schafft sie locker. Sie serviert die Kaffees und den Käsekuchen, den die Kunden bestellt haben. Wenn es weniger los ist, macht sie sich gerne selbst einen Milchkaffee mit Mandelmilch, Schlagsahne und Kakaopulver darauf. Linus als Modedesigner. Linus ist ein junger Modedesigner, der hart arbeitet, um seinen Traum zu verwirklichen. Die meiste Zeit verbringt er in seinem Atelier, wo er neue Designs entwirft und Stoffe auswählt. Er ist für seine innovativen Kreationen bekannt, deshalb wächst sein Unternehmen ständig. Nach einer Tasse Kaffee macht sich Linus an die Arbeit. Er arbeitet stundenlang an Entwürfen und verbringt viel Zeit damit, Materialien zu suchen und Farben zu kombinieren. Eines Tages bekommt Linus einen Anruf von einem Kunden. Der Kunde fragt: Kann ich heute Abend zu Ihrem Atelier kommen? Ich brauche dringend ein neues Outfit für eine Veranstaltung. Linus antwortet: Natürlich, ich freue mich darauf, Ihnen zu helfen. Als der Kunde im Atelier ankommt, zeigt er dem Modedesigner Fotos von Outfits, die ihm gefallen. Linus nimmt sich Zeit, um die Wünsche des Kunden zu verstehen. Nach ein paar Minuten sagt Linus: Ich habe eine Idee, die perfekt zu Ihrem Stil passt. Der Kunde ist begeistert und sagt: Ich vertraue Ihnen, Sie haben Talent. Linus beginnt sofort mit der Arbeit und arbeitet hart, um das perfekte Outfit zu kreieren. Er hat eine Vision und weiß genau, wie das fertige Outfit aussehen soll. Einige Stunden später ist das Outfit fertig und der Kunde ist begeistert. Er sagt: Ich kann nicht glauben, wie schön es geworden ist. Linus ist stolz auf seine Arbeit und lächelt. Es lohnt sich, wenn er die Freude seiner Kunden sieht. Er beendet jeden Tag mit einem guten Gefühl. Deshalb weiß er, dass der Beruf des Modedesigners der richtige für ihn ist. Julian als Schweißer. Julian ist selbstständiger Schweißer. Das ist ein wichtiger Beruf in der Industrie. Jeden Morgen kommt er in die Werkstatt und spricht mit seinem Mitarbeiter Jan, einem Auszubildenden. Julian bespricht mit ihm, was heute zu tun ist. Ein Auftrag von gestern muss noch erledigt werden. Jan übernimmt das, weil es eine leichte Arbeit ist. Plötzlich ruft ein Kunde an. Er hat ein Restaurant und braucht viele Metallstühle. Julian freut sich. Der Kunde kommt und die beiden besprechen das Projekt. Julian macht sich sofort an die Arbeit. Er weiß, was der Kunde will und fährt zum Baustoffhandel. Dort kauft er einige Metallstangen. In seiner Werkstatt misst er die Stangen aus und schneidet sie mit der Stichsäge in 2 Teile. Manchmal benutzt er die Kreissäge und für längere Stücke die Bandsäge. Jetzt kommt der schwierigste Teil seiner Arbeit. Julian zieht Schutzbrille, Helm, dicke Handschuhe und eine feuerfeste Jacke an. Jetzt schweißt er. Das heißt, er erzeugt mit dem Schweißgerät eine hohe Temperatur. Dann legt er 2 Metallteile nebeneinander und das Schweißgerät lässt das Metall weich werden. Dadurch verbinden sich die beiden Metallteile zu einem. Jetzt muss es abkühlen, sonst verbrennt sich Julian.
Das ist ihm schon einmal passiert, deshalb hat er einen großen dunklen Fleck auf der Hand. Der Schweißer wiederholt diesen Vorgang, bis aus den Metallstangen ein Stuhl geworden ist. Zwischendurch kontrolliert er Jans Arbeit. Seine Schweißnähte sind nicht schön und er muss nochmal nacharbeiten. Julian liebt seine Arbeit, auch wenn es manchmal sehr heiß ist. Alex als Paläontologe. Paläontologie ist eine Wissenschaft. Es geht um alte, ausgestorbene Pflanzen und Tiere. Ein gutes Beispiel sind die Dinosaurier. Heute arbeitet Alex in einem Museum, aber das war nicht immer so. Früher hat er selbst Fossilien ausgegraben. Er war auf Bergen und hat in den Steinen nach Knochen oder Abdrücken gesucht. Das war harte Arbeit, aber es hat Spaß gemacht. Mit Hammer, Schaufel und Pinsel hat er zwischen den Steinen nach Überresten von Pflanzen oder Tieren gesucht. Er hat sich immer gefreut, wenn er etwas gefunden hat. Über 20 Jahre lang hat er das gemacht. Deshalb ist er ein Experte. Heute bestimmt Alex die Funde anderer Wissenschaftler. Wenn jemand etwas Interessantes gefunden hat, bringt er es zu Alex. Er schaut genau nach, was es ist. Manchmal sind es Fossilien, manchmal nur Steine. Seine Erfahrung hilft ihm dabei. Im Museum gibt es ein kleines Labor. Dort arbeitet er mit anderen zusammen. Sein Kollege Max hat sich auf Dinosaurier spezialisiert. Knochen werden überall auf der Welt gefunden. Seine Aufgabe ist es, die Knochen zu sammeln, damit am Ende ein ganzes Skelett entsteht. Das hilft den Paläontologen, mehr über das Tier zu wissen. Ohne diesen Beruf würden wir nicht wissen, dass Dinosaurier existiert haben. Das gefällt Alex an seinem Beruf am besten. Er kombiniert Geschichte mit körperlicher Arbeit. Manchmal sitzt er im Büro oder im Labor. Oft fährt er aber auch selbst zu den Ausgrabungsstätten und forscht dort. Er ist ein neugieriger und akribischer Mensch. Das sind wichtige Eigenschaften für einen Paläontologen. Die Sterne leuchten hell und der Himmel ist so dunkel. Schau, wie sensationell die Sterne heute funkeln. Denn wenn ich bei dir bin, wird mir ganz heiß. Ich sehe Regenbögen und fühle Sonnenschein. Die eine Sache, die ich ganz sicher weiß: ich will für immer bei dir sein. Ich liege in deinen Armen und du hältst mich fest. Du flüsterst meinen Namen. Ich will, dass du mich nie verlässt. Wir schauen raus am nächsten Morgen und wir sehen die Sonne aufgehen. Bei dir fühle ich mich geborgen. Ich will nie wieder aufstehen, denn wenn ich bei dir bin, wird mir ganz heiß. Ich sehe Regenbögen und fühle Sonnenschein. Die eine Sache, die ich ganz sicher weiß: ich will für immer bei dir sein. Ich liege in deinen Armen und du hältst mich
der Wiese und trinken beide ein Glas Wein. Ich spüre eine leichte Brise und weiß, es könnte nicht schöner sein. Denn wenn ich bei dir bin, wird mir ganz heiß. Ich sehe Regenbögen und fühle Sonnenschein. Die eine Sache, die ich ganz sicher weiß: Ich will für immer bei dir sein.